Hallo und herzlich willkommen. Möchtest du als Pflegekraft dein Deutsch einfach und schnell verbessern? In diesem Video lernst du wichtige Gespräche zwischen Pflegekräften und Patienten in 3 einfachen Schritten, die dein Lernen schneller machen. Regelmäßige und wichtige Kommunikation mit Patienten. Sehr wichtige Wörter, die du zu diesem Thema kennen musst. Nützliche Sätze für deine täglichen Aufgaben. Bleib bis zum Ende, es wird dir im Job helfen. Lass uns mit dem ersten Schritt starten. Thomas fühlt sich zunehmend erschöpft durch Stress und gesundheitliche Probleme. Er hat einen Termin für ein Belastungs-EKG, um sein Herz zu überprüfen. Heute wartet er auf den Testbeginn. Ich hoffe, das EKG gibt Aufschluss darüber, warum ich mich so erschöpft fühle. Guten Morgen zusammen. Ich sehe mir gleich die Patientenliste an. Heute steht ein Belastungs-EKG an. Ich muss den Patienten gut vorbereiten. Zuerst erledigt sie andere Aufgaben. Sie überprüft Vitalwerte, verteilt Medikamente und hilft einer Kollegin. Ein Patient bittet um Wasser. Sie bringt es ihm und wechselt ein paar Worte. Dann geht sie in den Untersuchungsraum. Sie überprüft das EKG-Gerät und die Elektroden. Sie legt frische Einwegelektroden bereit. Alles ist vorbereitet. Julia, könntest du nach Patient Thomas sehen? Er ist für das EKG hier. Guten Morgen, Herr Thomas. Ich begleite Sie jetzt zum Belastungs-EKG. Haben Sie noch Fragen? Nein, ich habe keine Frage. Thomas folgt ihr in den Untersuchungsraum. Julia erklärt ihm den Ablauf. Sie hilft ihm, die Elektroden anzulegen. Alles ist bereit für die Untersuchung. Guten Tag, Herr Thomas. Ich bin Schwester Julia und begleite Sie heute beim Belastungs-EKG. Guten Tag. Was genau passiert dabei? Ein Belastungs-EKG misst die Herzaktivität während körperlicher Anstrengung. Dafür laufen Sie auf einem Laufband oder treten auf einem Fahrrad, während wir Ihr Herz überwachen. Muss ich schnell laufen? Nein, wir beginnen mit einer niedrigen Belastung und steigern langsam. Sie müssen nicht rennen, sondern nur in Ihrem Tempo mitmachen. Haben Sie sich heute gut gefühlt? Ich bin ein bisschen nervös. Das ist ganz normal. Wichtig ist, dass Sie mir Bescheid geben, falls Sie sich unwohl fühlen. Gibt es irgendwelche Beschwerden, die Sie mir mitteilen möchten? Nein, keine besonderen Beschwerden. Gut, dann werde ich jetzt die Elektroden auf Ihrer Brust anbringen. Sie messen die elektrische Aktivität Ihres Herzens. Julia nimmt die Elektroden, befeuchtet sie leicht und klebt sie auf die Brust von Thomas. Sie verbindet die Kabel mit dem EKG-Gerät und überprüft die Verbindungen auf dem Bildschirm. Alles sitzt gut. Jetzt erkläre ich Ihnen den Ablauf. Zuerst gehen oder treten Sie in einem langsamen Tempo. Alle paar Minuten wird die Belastung erhöht. Wie lange dauert das? Das hängt von Ihrer Herzfrequenz und Kondition ab. Normalerweise dauert es zwischen 10 und 15 Minuten. Falls Sie Schmerzen oder Schwindel verspüren, sagen Sie mir sofort Bescheid. Verstanden. Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Genau deshalb machen wir den Test. So können wir sehen, wie Ihr Herz auf Belastung. Auswertung und Tipps. Geschafft, Herr Thomas. Der Test ist erfolgreich abgeschlossen. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich erleichtert. Anfangs war ich nervös, aber es war gar nicht so schlimm.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Das freut mich zu hören. Ihr Arzt wird die Ergebnisse genau auswerten. Falls Unregelmäßigkeiten auftreten, wird er mit Ihnen die nächsten Schritte besprechen. Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Gibt es etwas, das ich tun kann, um mein Herz zu stärken? Ja, auf jeden Fall. Hier sind einige wichtige Tipps für ein gesundes Herz. Versuchen Sie, sich täglich zu bewegen. Schon ein 30-minütiger Spaziergang oder leichtes Training können Ihr Herz stärken. Gesunde Ernährung. Essen Sie viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukte. Vermeiden Sie zu viel Zucker, Fett und verarbeitete Lebensmittel. Genügend Schlaf. Achten Sie darauf, mindestens 7 bis 8 Stunden pro Nacht zu schlafen. Ihr Herz braucht Erholung. Stress vermeiden. Finden Sie Entspannungstechniken, die Ihnen helfen, Stress zu reduzieren. Meditation, Atemübungen oder Spaziergänge in der Natur können helfen. Verzicht auf Nikotin und Alkohol. Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum schaden dem Herzen. Falls Sie rauchen, versuchen Sie aufzuhören. Das sind sehr hilfreiche Tipps. Ich werde mein Bestes tun, sie umzusetzen. Das ist eine gute Einstellung. Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Vielen Dank, Schwester Julia. Sie haben mich durch den ganzen Test begleitet und mir alles gut erklärt. Das hat mir sehr geholfen. Sehr gern, Herr Thomas. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Gesundheit. Thomas verlässt den Untersuchungsraum mit einem guten Gefühl. Er ist erleichtert und motiviert, seine Gesundheit zu verbessern. Guten Tag, Herr Thomas. Wie war Ihr Termin? Es war alles gut. Der Test ist vorbei und jetzt fühle ich mich viel besser. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es freut mich zu hören. Alles Gute und einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Er verlässt das Krankenhaus mit einem Gefühl der Erleichterung. Der Termin ist vorbei, und er ist bereit, die empfohlenen Tipps umzusetzen. Nurse Julia kehrt zurück zur Station und setzt ihre Arbeit fort. Sie kontrolliert Patientenakten und bereitet sich auf ihre nächste Aufgabe vor. Julia schaut auf die Uhr. Es ist bald Zeit, Feierabend zu machen. Heute war ein guter Tag. Ich hoffe, dass Thomas seine Gesundheit im Griff behält. Julia verlässt schließlich das Krankenhaus und verabschiedet sich von ihren Kollegen. Julia betritt ihr Zuhause, legt ihre Tasche ab und seufzt erleichtert. Endlich zu Hause. Das war ein langer Tag. Sie zieht ihre Schuhe aus und geht in die Küche, um sich ein Glas Wasser einzuschenken. Heute war viel los. Das Belastungs-EKG mit Herrn Thomas lief gut, aber es war anstrengend. Julia setzt sich auf das Sofa und streckt sich aus. Sie blickt auf ihr Handy und sieht eine Nachricht von einer Kollegin. Oh, eine Nachricht von Anna. Sie fragt, ob morgen viele Patienten kommen. Sie tippt eine kurze Antwort und legt das Handy weg. Dann lehnt sie sich zurück und schließt für einen Moment die Augen. Ich brauche dringend eine Pause. Vielleicht schaue ich später einen Film oder lese ein Buch. Während Julia sich entspannt und den langen Tag hinter sich lässt. Wir haben die Kommunikation gesehen. Jetzt werden wir die wichtigen Wörter sehen, die du zu diesem Thema wissen musst. Belastungs. Untersuchung. Elektroden. Herzaktivität. Körperliche Anstrengung. Gesunde Ernährung. Entspannung. Blutdruck. Herzfrequenz. Medizinische Betreuung.
Jetzt werden wir nützliche Sätze sehen, die wir in unserer Arbeit im Pflegebereich verwenden können. Heute machen wir ein Belastungs-EKG, um Ihr Herz zu testen. Bitte sagen Sie mir sofort Bescheid, wenn Sie sich unwohl fühlen. Regelmäßige Bewegung hilft, das Herz gesund zu halten. Achten Sie auf eine gesunde Ernährung, um Herzproblemen vorzubeugen. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Jetzt seid ihr dran. Welche neuen Wörter habt ihr heute gelernt? Schreibt sie in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Antworten.